Das ungewöhnliche Sommerpraktikum. Lea ist 19 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur bestanden. Der Sommer steht an und sie weiß nicht, was sie tun soll. Ihre Freunde reisen in den Urlaub, aber Leas Budget ist knapp. Eines Morgens entdeckt sie in der Zeitung eine Anzeige. Sommerpraktikum auf einem Biohof am See. Unterkunft und Verpflegung inklusive. Das klingt verlockend. Lea ruft beim Biohof an und spricht mit dem Besitzer, Herrn Lorenz. Er erklärt, dass sie verschiedene Aufgaben übernehmen muss. Tiere füttern, beim Ernten helfen und Besuchergruppen herumführen. Lea zögert, weil sie keine Erfahrung auf einem Bauernhof hat. Trotzdem findet sie die Idee spannend und sagt zu. Mit einem Rucksack und einem Koffer fährt Lea mit dem Zug in ein kleines Dorf. Herr Lorenz holt sie mit einem alten Traktor ab. Der Hof liegt idyllisch an einem See, umgeben von Feldern und Wiesen. Es duftet nach Heu und sie hört das Gackern der Hühner. Lea fühlt sich sofort wohl, auch wenn alles neu ist. Auf dem Hof gibt es ein Gästezimmer für Praktikanten, ein kleines Holzhaus mit Schlaf- und Wohnbereich. Das Bad teilt sie sich mit anderen, die ebenfalls auf dem Hof arbeiten. Leas Bett ist bequem und durch das Fenster sieht sie den See glitzern. Es ist nicht luxuriös, aber hat einen gewissen Charme. Schon am ersten Tag steht Lea um 6 Uhr auf. Herr Lorenz erwartet sie im Stall. Wir füttern jetzt die Kühe und reinigen die Boxen. Lea stöhnt, denn sie ist kein Frühaufsteher. Doch sie fasst Mut und legt los. Sie lernt, wie man Heu verteilt, wie man Mist wegschafft und worauf man bei den Kühen achten muss. Auf dem Hof trifft Lea andere Praktikanten. Jana, eine angehende Tierärztin, und Tom, der ein Jahr in der Landwirtschaft arbeiten will. Sie verstehen sich gleich gut. Abends sitzen sie oft zusammen am Lagerfeuer oder schwimmen im See. Lea genießt die Gemeinschaft. Eines Morgens soll Lea die Hühner füttern und Eier einsammeln. Zuerst ist sie unsicher, weil die Hühner gackern und aufgeregt umherlaufen. Aber mit einem ruhigen Ton gelingt ihr die Aufgabe. Stolz trägt sie einen Korb mit frischen Eiern in die Küche. Frau Lorenz bereitet später ein leckeres Omelett für alle zu. Der Hof bietet auch Führungen für Kinder an, um ihnen die Natur näher zu bringen. Lea begleitet eine Schulklasse, zeigt ihnen die Kühe, das Gemüsefeld und erklärt, wie wichtig biologische Landwirtschaft ist. Die Kinder stellen viele Fragen und sind begeistert von den Tieren. An einem sonnigen Tag ist Ernte angesagt. Lea lernt, Zucchini, Salat und Möhren zu pflücken und zu sortieren. Die Arbeit ist anstrengend, aber sie spürt, wie befriedigend es ist, direkt in der Natur zu arbeiten. Die Hände sind voller Erde, die Sonne brennt, aber Lea lächelt. Eines Abends streitet Lea mit Tom, weil sie findet, dass er seine Aufgaben zu locker nimmt. Er verschwindet oft zur Mittagszeit und kehrt spät zurück. Tom rechtfertigt sich, er brauche eine Pause. Doch Lea glaubt, er habe zu wenig Verantwortungsgefühl. Jana vermittelt zwischen den beiden. Plötzlich zieht ein starkes Gewitter auf. Herr Lorenz bittet alle, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Lea hilft, die Kühe in den Stall zu treiben, während Blitz und Donner krachen. Tom und Jana sammeln die Hühner ein, die durch den Wind fast weggeweht werden. Es ist ein dramatischer Moment, aber sie schaffen es rechtzeitig. Nach dem Gewitter liegen Äste auf den Wegen und der Garten ist teilweise verwüstet. Alle packen zusammen an, räumen auf, reparieren Zäune und sammeln Äpfel ein, die vom Baum gefallen sind. Lea merkt, dass man sich auf dem Land gegenseitig unterstützt. Das gefällt ihr. Tom entschuldigt sich bei Lea. Er gesteht, dass er manchmal überfordert ist, weil er die harte Arbeit unterschätzt hat. Lea versteht ihn und sie versöhnen sich. Danach arbeiten sie öfter als Team, was viel effektiver ist. Beide lernen voneinander. Lea lockert ihre strengen Maßstäbe, Tom wird zuverlässiger. Lea darf nun selbstständig Besucher durch den Hof führen.
Sie erklärt stolz, wie die Kühe leben und warum Biofutter wichtig ist. Als eine Familie begeistert fragt, wo man die Produkte kaufen kann, fühlt sich Lea wie eine richtige Botschafterin für Umwelt und Gesundheit. An einem freien Nachmittag lädt Herr Lorenz alle Praktikanten zu einer Bootstour auf dem See ein. Sie rudern hinaus, springen ins kühle Wasser und lachen, während die Sonne untergeht. Lea genießt diesen friedlichen Moment inmitten der Natur. Sie hat lange nicht mehr so entspannt und glücklich gefühlt. Langsam nähern sich die Ferien dem Ende. Lea fragt sich, was sie danach machen will. Eigentlich hatte sie andere Pläne für ein Studium, aber sie entdeckt eine Leidenschaft für die Landwirtschaft und Naturpädagogik. Sie überlegt, ob sie in dieser Richtung weitermachen möchte. Bevor Lea abreist, veranstaltet der Biohof ein Sommerfest. Es gibt Live-Musik, Stände mit selbstgemachten Produkten und Kinder dürfen Ponys streicheln. Lea hat die Aufgabe, Smoothies mit frischem Obst zu mixen. Die Stimmung ist fantastisch, die Nachbarn und Dorfbewohner sind alle da. Am letzten Abend sitzt Lea mit Jana und Tom am Lagerfeuer. Sie blicken in die Flammen und erzählen sich, was sie in diesen Wochen gelernt haben. Lea hat ihre Grenzen erweitert, Freunde gefunden und ihre Liebe zur Natur entdeckt. Sie ist ein wenig traurig, dass sie nun gehen muss. Herr Lorenz bedankt sich bei Lea für ihre Arbeit und bietet ihr an, nächstes Jahr wiederzukommen. Oder sie könnte sogar eine Ausbildung auf dem Hof machen. Lea ist gerührt. Sie sagt, sie werde darüber nachdenken. Irgendetwas in ihr sagt, dass sie nicht zum letzten Mal hier ist. Am nächsten Morgen packt sie ihre Sachen. Jana und Tom umarmen sie herzlich und Frau Lorenz gibt ihr einen Korb mit frischem Obst und Käse mit auf den Weg. Lea steigt in den Zug zurück in die Stadt. Während der Fahrt blickt sie aus dem Fenster auf die Felder und denkt, dieses Praktikum hat mein Leben verändert. Vielleicht kehre ich bald zurück. Maries Abenteuer als Surflehrerin. Marie ist 27 Jahre alt und hat im letzten Jahr ihr Studium abgeschlossen. Sie ist sportbegeistert und liebt besonders das Surfen. Seit ihrer Kindheit macht sie Urlaub an der Nordsee, reitet die Wellen und genießt den Wind im Haar. Eines Tages bekommt sie ein Angebot von einer Surfschule auf Sylt. Sie suchen eine Aushilfe für den Sommer, die Anfänger im Surfen unterstützt. Marie überlegt nicht lang und sagt zu. Sie reist nach Sylt, bezieht ein kleines Zimmer in einer Surfer-WG nahe dem Strand und ist begeistert von der lockeren Atmosphäre. In der Surfschule lernt sie den Chef Klaus kennen, der sie freundlich begrüßt. Ich hoffe, du hast Spaß an Wind und Wetter. Hier kann es schnell stürmisch werden. Marie lacht. Kein Problem, ich liebe Herausforderungen. Am ersten Tag zeigt Klaus ihr die Surfausrüstung, die Bretter, die Neoprenanzüge. Marie hilft, alles ordentlich zu lagern und den Kunden zuzuweisen. Dann lernt sie ihre ersten Schüler kennen. Eine Gruppe von Jugendlichen, die noch nie auf einem Surfbrett standen. Marie erklärt ihnen an Land die Grundposition, die Balance, das Aufstehen. Sie merkt, wie motiviert sie sind, aber auch nervös. Danach geht es ans Wasser. Die Wellen sind nicht zu hoch, perfekt für Anfänger. Marie geht mit ihnen ins seichte Wasser, hält die Bretter fest und gibt Anweisungen. Manche stolpern, manche liegen ständig im Wasser, doch sie feuert alle an, nicht aufzugeben. Nach dem Training sind die Schüler klatschnass, aber glücklich. Marie holt sich selbst ein Brett und surft ein paar Minuten, um den Kopf frei zu bekommen. Die Nordseewellen sind kräftig, das Salzwasser schmeckt salzig bitter, doch sie fühlt sich frei und lebendig. Abends sitzt sie mit der WG zusammen, isst Pasta und hört Surfmusik. Sie lernen sich kennen, tauschen Geschichten über wilde Wellen und Urlaubsziele aus. Marie genießt dieses Leben am Strand. In den nächsten Tagen lernt sie mehr Schüler kennen, darunter auch einige Erwachsene.
Ein älteres Ehepaar probiert Surfen als Bucketlist-Erlebnis. Marie hat Spaß daran, ihnen alles in ruhigem Tempo beizubringen. Besonders freut sie sich, als sie merken, dass man nie zu alt ist, um etwas Neues zu wagen. Manchmal ist das Wetter ungnädig. Der Wind wird zu stark, die Wellen zu heftig und der Kurs muss abgebrochen werden. Dann bleibt Zeit für Theorie, Trockenübungen und Gespräche über Wellenerkennung und Strömungen. Marie erklärt gern, welche Sicherheitsregeln man beachten muss. An einem Wochenende findet ein lokaler Surf-Contest statt. Marie meldet sich spontan an, obwohl sie sich nicht als Vollprofi sieht. Doch sie ist mutig und mag den Wettkampf. Die Wellen sind mäßig, die Konkurrenz stark, aber sie liefert ein solides Ergebnis. Nach dem Contest feiert sie mit anderen Surfern am Strand. Es gibt Musik, Grillen und viele lachende Gesichter. Marie spürt, wie sehr diese Gemeinschaft den Surfsport liebt. Zwischendurch kriegt sie Besuch von einer alten Schulfreundin, die überrascht ist, dass Marie jetzt Surfkurse leitet. Sie macht Fotos, filmt Maries Anweisungen und ist beeindruckt von ihrer Geduld mit den Schülern. Marie selbst merkt, wie sie jeden Tag sicherer wird in der Rolle als Lehrerin. Natürlich läuft nicht alles perfekt. Einmal vergisst sie, vor dem Kurs genügend Bretter bereitzustellen und muss improvisieren. Ein anderes Mal scheuert sich ein Schüler den Neoprenanzug auf, weil der Reißverschluss defekt war. Marie lernt schnell Lösungen zu finden. Klaus, der Chef, lobt ihre Flexibilität und ihren guten Umgang mit den Kunden. Er überlegt sogar, ob sie nicht länger bleiben möchte. Doch nach ein paar Wochen spürt Marie, dass sie ihren eigenen Weg weitergehen möchte. Das Surfleben ist traumhaft, aber sie hat auch Pläne für ein Studium in Sportwissenschaft. Sie genießt noch die letzten Tage auf Sylt, geht frühmorgens ins Wasser, beobachtet den Sonnenaufgang und die vereinzelten Wellenreiter, die schon draußen sind. Bei ihrer Abschiedsfeier in der WG gibt es eine kleine Strandparty mit Gitarrenmusik, Fackeln im Sand und Marshmallows am Lagerfeuer. Marie umarmt ihre Surfkollegen und fühlt sich dankbar für diese Erfahrung. Sie hat gelernt, Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu motivieren und in jeder Welle eine neue Chance zu sehen. Als sie am letzten Tag ihre Koffer packt und auf die Fähre steigt, denkt sie an die lehrreichen Wochen zurück. Mit einem wehmütigen Lächeln sagt sie leise: »Bis bald, Nordsee. Deine Wellen haben mich stärker gemacht.«